Bogenschießen Teil 4 für Einsteiger. Heute geht es um den richtigen Auszug. Das Ganze wird präsentiert von der Bogensportwelt und natürlich von mir. Ich bin der Thomas, herzlich willkommen. Wer die ersten Teile der Serie für Einsteiger in den Bogensport noch nicht gesehen hat, es ist so: richtig stehen, den Bogen richtig halten, eine stabile vordere Seite, das sind alles Bedingungen, um nachher auch einen guten und dynamischen Auszug präsentieren zu können. Deswegen im Zweifelsfall die anderen Teile der Videos auch mal schauen, beziehungsweise vielleicht auch vorher schauen. Dynamischer Auszug. Wir wollen einen dynamischen Auszug. Wir wollen mit unserem Auszug den Pfeil nach hinten bekommen, immer wieder an die gleiche Stelle. Wir wollen damit möglichst wenig von unserer Form hier vorne zerstören. Wir wollen uns nicht rüberziehen oder die Stabilität beeinträchtigen, die wir aufgebaut haben. Ja, und wir wollen natürlich auch das Ganze möglichst häufig machen. Das heißt, wir wollen die Muskeln einsetzen, die auch entsprechend stark sind, damit wir einen reproduzierbaren Ablauf hinbekommen, der uns auch auf Dauer nicht ermüdet. Das ist an sich nicht schwer, aber so ein paar Sachen sollte man schon beachten. Also eine unterschätzte Sache, die man beim richtigen Auszug beachten sollte, ist die Frage, wie greife ich in die Sehne? Nun, es gibt bei Schützen, die auf einem sehr hohen Niveau schießen, zum Beispiel auch jetzt mit traditionellen Bögen, natürlich spezielle Techniken, aber für den Anfang sollte man sich vorstellen, dass man eine Faust ballt, nur dass man auf halbem Wege Halt macht und hier diesen Griff, so möchte ich auch in die Sehne greifen. Dass die Sehne nachher entweder hier zwischen den beiden Gelenken oder in dem Gelenk platziert ist. Nämlich so, schön tief. Wenn ich schön tief greife, vermittelt mir das das Gefühl von Kontrolle, und das ist gerade am Anfang, wenn ich lerne, Bogen zu schießen, auf jeden Fall nicht schlecht. Gut, angenommen, wir greifen richtig. Ist jetzt die Frage, wie zieht man eigentlich aus? Ja, man sieht es ganz oft, manche machen so. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen einen dynamischen Auszug, und dabei beschreibt der Ellbogen einen Halbkreis. Ich zeige das mal. Der Vorteil von so einem dynamischen Auszug, bei dem der Ellbogen einen Halbkreis beschreibt, ist, dass die Arbeit von meinen Rückenmuskeln gemacht werden kann. Ich brauche nicht wirklich die Muskeln in meinem Arm. Was bringt mir das? Das bringt mir Reproduzierbarkeit, denn die großen Muskeln im Rücken sind deutlich stärker und ausdauernder als die Muskeln in meinem Arm. Wenn ich mal viele Pfeile schieße, zum Beispiel auf einem Turnier, dann möchte ich, dass ich jedes Mal gleich gut schieße. Das heißt, ich muss konstant sein. Das heißt, ich muss Ermüdung vorbeugen. Außerdem ist so ein dynamischer Auszug auch ganz wichtig für das, was wir Rückenspannung nennen. Denn nur wenn ich mit den Rückenmuskeln den Auszug herstelle, dann kann ich auch das machen, was wir im nächsten Teil behandeln, nämlich das richtige Lösen. Der Ort, wo wir die Hand während des Schießens hinbewegen, das nennen wir Anker. Und um den Anker geht es heute in einem weiteren Teil aus der Serie Bogenschießen für Einsteiger.